Guten Morgen, Menschen. Guten Morgen. Wir waren gestern in Alzon und da hat es ganz fürchterlich geregnet und sind dann aber glücklicherweise im Trockenen losgefahren. Wir sind durch die Wiesschlucht, Wahnsinnslandschaft. Vorher haben wir uns noch eine kleine Pause mit der örtlichen Gendarmerie kurz hinter Riol gegönnt. Die nicht Geschwindigkeitskontrolle, nein, Überfahren eines Stoppschilds an einer super übersichtlichen Kreuzung. Ja. Die sehr netten Kollegen von der französischen Gendarmerie haben uns freundlich darauf hingewiesen und haben einen kleinen Obolus für ihren Service genommen. Ja. Und die waren super nett. Wir haben dann noch Essenstipps gekriegt und sie haben sich dafür interessiert, wo wir hinfahren. Und also Aber Discounts wahnsinnig gab es nett. keinen. Und dann sind Und wir zu hier überweisen. in La Roque de Phare Phare. gelandet. Insgesamt waren es gut 260 Kilometer hierher. Ehemaliges Templergebäude. Hat uns sehr gut gefallen, total familiär. Wir fahren heute über die Grenze nach Spanien. Genau, und vorher geht es nochmal durch eine Schlucht, die Gorge de la Calamu. Und dann überqueren wir mit dem Col d'Arrée die französisch-spanische Grenze in den Pyrenäen. Und dann werden wir unser Lager in Guardiola de Bergueda aufschlagen. Wir machen uns einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Oh, wow. Dann fahren wir. Eigentlich sieht das eher aus wie ein Radweg. Also wir sind gerade über den Col de Cascagny mit 630 Metern gefahren. Ja, den ersten Col zum Frühstück haben wir schon. Sagt Katharina gerade. Einmal rechts rum. Sieht ja witzig aus, dieser Felsen da oben mit den Bäumen drauf, fast wie eine Insel. Auf in die Schlucht. Zwischen 11 und 18 Uhr ist hier der Verkehr mit Ampeln geregelt. Wir haben es jetzt kurz nach 10. Spielt uns in die Karten, dass wir früher aufgestanden sind. Wow. Okay, Parken verboten aus guten Gründen. Ich fahr mal kurz einmal zum Aussichtspunkt. War unglaublich. Links auf der D19. Ja, wir fahren immer anders als Google Maps. Oh,
ist eine sehr knusprige kleine Straße. So, wir halten jetzt hier auf dieser kleinen Straße den Berg hoch, jetzt auf 1200 Meter bei 27 Grad bei mir zumindest. Ja, interessante Route. Tatsächlich eher was für Adventure Bikes als für Straßenmotorräder. Ja, den Pass haben wir komplett für uns alleine. Wow, also jetzt sind wir über den Berg quasi. Kleiner Campingplatz hier an der Seite. So, einmal hart links. Hast du es überstanden? So, jetzt fahren wir über die Tet. Toute Direction, da ist unsere Direktion also dabei. Ja, das habe ich vorher schon mal erwähnt, dass Harleys hier inflationär viel vorkommen. Wir haben hier eine große Fangemeinde ganz offenbar. Also wir haben jetzt noch gute 80 Kilometer bis zur Grenze. Dann nochmal gute 80 Kilometer bis zu unserem Hotel von da aus. Über die Boulet. Oder Boulet. Ne? Jo, es hat wieder luftige 30 Grad. Aber wenn man sich hier so mit mittlerem Tempo hier durch die Gegend bewegt, dann reicht der Fahrtwind, um das wieder runter zu kühlen. Sehr einsam, sind fast alleine, wenn man sagt. Route de Col, also Mehrzahl, Cols. Frag mal, ob es Spaß macht hier zu fahren. Wow. Col Sartar. Mit 750 Metern haben wir gerade überquert. Hier wieder so ein Splitzeichen. Das ist, wenn die hier den Split tatsächlich frisch auf den Asphalt gekippt haben. Da muss man auch echt aufpassen. Kurze Pause, mit Bank schön. Richtiger Sturm. Ein bisschen haben sie schlechtes Wetter vorausgesagt heute Nachmittag. Das heißt, wir schauen mal, dass wir jetzt so im Zeitplan bleiben bis um 4 in Guardiola. Wieder über die Tisch. Genau, und drüben hoch, die 115 weiter. Ja, man sieht, dass die Wolken hier auf der französischen Seite stehen. Deswegen nichts wie rüber. Ja, auch temperaturmäßig ist es jetzt gerade ein Sturz. Also wir steigen jetzt hier, sind jetzt auf 900 Meter und Temperatur schlagartig von 30 Grad auf Mitte 20 runtergegangen, was jetzt momentan noch sehr angenehm und frisch ist. Bin mal gespannt, wo wir dann da rauskommen. Jetzt ungefähr auf 1200 Meter bei 24 Grad. Col de la Salle. So,
So, also man sieht es echt, es ist total witzig, wie sich hier auf dieser Seite hier die Wolken festgekrallt haben und wir dann hoffentlich nach Überquerung des Col d'Arrée dann auf der schönen Wetterseite sitzen. Jetzt die Grenze. Col d'Arrée mit 1513 Metern. Ha! Und die Sonne geht auf, wie sich das gehört, genau am Col. Ja, lasst uns kurz stehen bleiben hier. Oh, also wenn ich in den Rückspiegel schaue, da ist eine ziemlich schwarze Wand. Und jetzt schaut mal nach vorne. Huhuhuhu. So, jetzt hat also strahlend blauer Himmel. Haben wir jetzt noch 50 Kilometer, sind ja auf knapp 900 Meter. Inzwischen auch schon wieder 29 Grad. Col de Meroya. Noch ein paar Kilometer bis Berga. Sind auch gleich da. Über die Brücke müssen wir rüber. Da rüber. In Guardiola, okay. Das ist unser Casa. Mal sagen, ja.